Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Platonic Pals zu unserem Pen-and-Paper-Abenteuer Agents of Agent. Mit mir am Tisch sitzen auch meine fantastischen Spielenden. Auf der rechten Seite haben wir einmal Sam, zu finden als @samgeist, und Emmy, zu finden als @grumpyemmy auf verschiedenen sozialen Medien. Sie ist auch Teil von Weekly Geek. Auf der linken Seite haben wir Lotti, zu finden als @typicallylotti auf verschiedenen sozialen Medien, und sie ist auch Teil von Weekly Geek. Und daneben sitzt Steffen von am Tavernentresen. Wir befinden uns in einer Welt der Geheimagenten, Geheimagentinnen und der Bösewichte, die Böses treiben. In einem Casino in Monaco, im Casino de Monte Carlo. Ihr habt euch dort eingefunden, um Alex Cornwall, aka The General, als eure Zielperson, mit ihr verschiedene Dinge, mit verschiedenen Ziele auszuüben daran. Und habt aber auch festgestellt, dass noch andere Agencies hier vor Ort sind, die euch ihre Visitenkarten gegeben haben und auch Wanzen von ihnen gefunden habt. Und du hast eine Wanze gefunden, die sehr high-tech aussieht, im Badezimmer. Und bist damit gerade zu Agent Elster gekommen. Hey, ich habe eine Wanze gefunden. Im Badezimmer. Sie sieht besser aus als unsere. Entschuldigung. Du solltest dir die mal angucken. Sie sieht was aus? Du schaust dir die... Auch nicht geglaubt. Du hast 7 bei Hacken, ne? Ja. Du schaust dir die Krass, Wanze an und wie die Wanze tanzen kann. du siehst tatsächlich, dass es das Neueste vom Neuen an Technologie ist. Das hat gar nichts mit deinem Können zu tun, Sondern mit den Ressourcen Sondern mit- von denen da oben. genau, sondern mit dem, was dir zur Verfügung gestellt wird. Du machst das Beste aus dem, was du bekommst. Ja. Aber wer das gebaut hat, hat Besseres bekommen als du. Also es ist schon das Beste vom Besten. Also wer auch immer das gebaut hat. Ich würde auch gerne da arbeiten. Aber kann ich irgendwie was zurückverfolgen oder sowas? Kann ich Also du kannst versuchen, natürlich- auf welcher Frequenz die sendet? Ja, oder so? auf jeden Fall. Du kannst einmal schauen, ob du rausfinden kannst, wo das hingeht, die Frequenz. Okay. Dann mach eine Probe auf Hacken Deswegen gegen haben wir eine Hecke. 3. Ja, 3. Okay, ich habe eine 7. Ja, du machst das mit deinen... Ich brauche also 3 schwarze. Nee, du brauchst 3 Dominosteine, Mist, ich mache das aber immer so. die voneinander entfernt liegen. 3 hast du gesagt. Das heißt, ich muss Da 2 sind nehmen, die 3 Felder Die 3 Fälle auseinander auseinander entfernt sind, ganz genau. Ganz genau, das ist immer so spannend für mich, weil ich nicht sehe, was du machst. Das heißt, ich kann einfach schummeln, weil für mich nämlich das Roulette-Ding davor ist. Ich pass auf, keine Ja, Sorge. danke. Kannst machen, was du möchtest. 1, 2, 3. 5. Nur Joker, geil. So. Hier wird dann so Tense Music runtergelegt. Ja, so super Tense Music. Warum 3? Mann. Das kriegst du hin. Ich glaube an deine Hacking-Fähigkeiten. Genau, die blanken Felder sind wie Joker und können an alles gelegt werden und sonst natürlich die Zahlen nur aneinander. Aber das geht nicht so. Nee, dann komm ich auch nicht ran. Das ist, ja, du merkst auf jeden Fall, du versuchst die Frequenz rauszufinden und hast es geschafft. Und du siehst, die Frequenz führt in eine Ecke des Raumes. Dort sitzt ein Mann mittleren Alters, so Anfang 40, mit einer dicken Hornbrille und einem militärischen kurzen Haarschnitt, der sehr breit gebaut ist und dessen Schultern kaum in seinen Anzug zu passen scheinen. Und du siehst, als du das so hinschaust und mit der Kamera so ein bisschen näher ranzoomen, er sitzt einfach so auf einem Stuhl und schaut so in den Raum rein, scheint so alle anzuschauen, aber jetzt siehst du, er schaut gar nicht die Leute an, weil seine Augen so hin und her fliegen und in seiner Brille umherzuschauen scheinen. Du scannst die Brille und du siehst, auch die hat die allerneueste Technologie und kann Dinge, die du dir erträumen würdest, dass du das bauen könntest, so die Ressourcen dafür hättest, um solche Technologien machen zu können. Sehe ich, ob er. Also hat er so einen Knopf im Ohr oder irgendwas? Er hat keinen Knopf im Ohr, nein. Also er ist da einfach, sitzt da allein und schaut sich das so an. So, hört ihr The General sagen.
Das Vorgeplänkel ist vorbei und ruft es so in den Raum und alle Leute schauen auch so zu ihr. Also Liana Cradle, der Mann, den du dir gerade angeschaut hast, ihr 4 seid die einzigen, die noch da sind. Es war ja vorher noch eine weitere Person im Raum, die wahrscheinlich auch mit am Pokerspiel teilgenommen hätte. Wir spielen jetzt eine Runde Poker. Verstanden? Los, komm! Ich will euch alle abziehen. Was ist denn der Einsatz? Der Einsatz? 3 Millionen. Das Leben. Ich sag auch gerade, das Leben wäre krasser eigentlich. Ich nick Ja, einfach okay. nur so. Anfänger. Und hebt so 3 große Stapel an Pokerchips auf den Tisch, den sie vor sich legt. Und neben ihr sitzt die Person, die die Karten ausgibt, die ja im Volksmund auch genannt wird. Tower. Okay. Ja, Dealer. Der Dealer, Dankeschön. Sitzt der Dealer. Es steht auch da im Koffer. Das stimmt. Die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, die roten Haare und sitzt dort mit einem recht strengen Blick, so einem 3-Tage-Bart und bittet euch alle an den Tisch. Ja, dann fangen wir mal an mit der Runde Poker. Und bittet euch, dass ihr euch hinsetzt. Ich hole aus meinem Mary Poppins Aktenkoffer dann die entsprechenden Chips. Ja, genau. Ihr habt Chips zur Verfügung gestellt bekommen von Agent. Und Und ich würde versuchen, mich neben den Mann zu setzen mit der Brille. ja, also er sitzt dort und ist so ein bisschen, also er hat ein super breites Kreuz, aber sitzt so ein bisschen sehr unscheinbar und schaut so vor sich hin. Kann ich so seitlich in seine Brille gucken? Mach eine Probe auf Wahrnehmung gegen eine 3. Was ist denn Wahrnehmung? Entschuldigung, Ist das Sinne. Es tut mir leid, mach eine Okay. Probe auf Sinne gegen eine 3. Und wir müssen Okay. später nochmal mischen. 1. Du willst 3 schwarze Karten haben, eine hast du schon. Die zweite ist da und die letzte Karte ist schwarze. Du hast es geschafft und schaust es sich von der Seite rein und du siehst, dass da ganz viele Diagramme drauf sind, die so Wahrscheinlichkeiten ausrechnen, die Karten scannen, Fingerabdrücke daran berechnen. Also du siehst, dass wirklich da hochmathematische Dinge abgehen, die anscheinend versuchen, dieses Spiel nicht unbedingt zu manipulieren, aber zumindest nicht so ganz mit sauberen Mitteln zu spielen. Naja, Poker ist ja eh nur Mathe, deswegen ich mache das ja ohne Brille. Ja, Ich klar. kann das ja. Aber ich sehe jetzt nicht, dass er irgendwie kommuniziert nach außen oder so. Nee, das siehst du nicht. Aber als du die Brille anschaust, siehst du, dass an der Seite eingraviert ist 5 Buchstaben P, das sind 6 Buchstaben, P-H-O-N-X. P-H-O-E-N-X, E-N-X, Entschuldigung, P-H-O-E-N-X. also Ja? Phoenix ohne Phonics. Genau. Phonics. Phonics. Ponhead. Ja. Sagst du das so laut vor dich hin? Spuckst ihn dabei an. Nee, Du setzt dich also neben ihn. Genau. Hallo, Roach, Aiden Roach, mein Name. Hi. Ich starre ihn einfach nur richtig uncanny an. Er wird sehr nervös, oder? Er wird sehr nervös, ja. Also er scheint nicht so richtig mit so sozialen Kontakt, scheint nicht so sein zu sein. Sie sind nicht so häufig auf Pokerturnieren, oder? Gelegentlich, sage ich mal. Aber ich glaube, der Dealer will jetzt auch was sagen. Wo setzt ihr euch denn alle hin? Ich will auf jeden Fall neben The General sitzen. Also tue ich das. Ich versuche auch so neben den General zu kommen, dann sehe ich das durchschwingen, dann stehst du dahinter und so. Und Mensch, die Herren, jetzt setzt euch doch einfach. Ey. Und holst meine Pokerchips raus. Ich würde mich so weit wie möglich weg von The General setzen, damit ich alles so im Blick habe, möglichst an der Ecke vom Pokertisch. Allerdings würde ich vorher gerne noch eine Sache machen. Kann ich das? Ja, natürlich. Ich würde gerne zu dem, ich weiß nicht, Hostessmann. Also es gibt tatsächlich gerade im Raum nur noch weitere Personen, also neben euch 4, Okay. neben Liana Cradle und Aiden Road, gibt es nur noch The General, den Dealer und den Barkeeper. Dann zum Barkeeper. Würde vorher ein Brillenputztuch aus meiner Klatsch nehmen und die mit irgendwie, was ich hinter der Bar, vielleicht finde ich Spiritus, vielleicht auch einfach Wodka, irgendwas, was so alkoholisch wie möglich ist,
da draufschütten und das dann dem Barkeeper geben und sagen, hi, Entschuldigung, der Mann dort hinten, er beklagt sich die ganze Zeit, dass er so viele Schlieren auf seiner Brille hat. Vielleicht könnten Sie ihm einfach die Brille putzen. Er ist sehr schüchtern, also nehmen Sie die gerne einfach und putzen Sie ihm einfach mal die Brille, damit er sich auch konzentrieren kann, sonst ist es ja unfair. Oh, da weiß ich, ob ich das machen kann. Mach doch bitte eine Probe auf kitschig. Du bist aber kitschig. Wie viele muss ich? Gegen eine 3. Okay. Wie viel hast du bei kitschig? 5. 5. Das heißt, du ziehst 5 Karten und 3 davon sollten schwarz sein. Oh, alle sind rot. Kann ich forcieren? Tut mir leid, das geht ja nicht. Ich gehe lieber nicht zu den Gästen und ich sollte mich auch nicht von der Bar wegbewegen. Sie können es ihm natürlich sehr gerne selber anbieten, das Brillenputztuch. In Ordnung, dann mache ich das. Schlechtes Personal. Uiuiui. Ja, und während ich rübergehe, tippe ich eine schlechte Yelp-Review und nehme ihm dann die Brille vom Gesicht einfach. Okay, also ja, du gehst zu Aiden Road und willst dann ganz nach außen setzen, neben ihm. Hallo, Road. Hi! Also du nimmst wirklich die Brille einfach. Okay, ja. Was? Nein, das ist ganz Sie teuer. haben so viele Schlieren da drauf, Sie müssen ja was sehen jetzt gleich. Das können Sie nicht. Verdammt. Oh. Und du hörst so ein Britzeln in seiner Brille. Und schlägst du dagegen. Alles okay? Ja, aber alles gut. Und du siehst, dass die Brille jetzt aus ist. Auch eine Scheidung hinter sich. Ich gucke ihn so an, stehe so auf, gehe so zu ihm und packe ihm so am Revers. Du bist doch ein Spion, oder? Gib's doch zu! Was? Warum verhältst du dich so komisch, hä? Wo ist die Wanze? Ich packe so an seinen Klamotten an, machst du die ganzen Taschen auf, greifst du in seine Taschen rein. Mach mal eine Probe auf Hau drauf, bitte. Da habe ich 6. Gegen eine 3, der ist schon kräftig. Das heißt, du ziehst 6 Karten und willst das 3 davon. Du hast gerade die ganzen roten rausgezogen. Ja. Das heißt, jetzt kommen vielleicht nur noch schwarze. Wir haben schon 2 schwarze. Oh. Eine rote. Oh. Und ja, die letzte. Ja. Mit 2 roten. Ja, du greifst so an einem, aber er ist schon kräftig. Er ist nicht ganz so kräftig wie du, aber er sitzt halt, du kriegst ihn nicht einfach so hochgehoben. Und der schlägt deine Hände weg. Entschuldigen Sie doch mal. Und The General steht auf. So, was soll das hier? Was labert ihr hier von Agents, verdammt nochmal? Hey, wir wollen ja alle sicher Versteh ich durch den nicht. Abend kommen, ja? Wer weiß, was hier für Leute unterwegs sind. Ich gucke euch so an. Das ist mir alles zu heiß. Nimm diesen Stab. Moment mal. Hey, wir wollen uns alle beruhigen, okay? Der Typ ist clean, ich habe ihn jetzt gecheckt. Du meinst Agents vom Finanzamt? Ne? Das Finanzamt ist hier? Oh mein Gott! Ich muss gehen. Ich nehme mein Geld und renne Richtung Ausgang. Alles klar. Und The General steht auf, schlägt den Stab so auf den Boden. Der britzelt so einmal mit so Energie. Was mit Agent? Was macht ihr hier für einen Quatsch, hä? Hey, wenn das Finanzamt jetzt hier ist, dann kann ich nicht mitspielen. Wer bist du eigentlich? Du hast noch gar nichts gesagt. Hey, na. Ich bin einfach ein cool, chiller Dude mit ein bisschen zu viel Geld. Mach mal eine Probe auf cool, bitte. Gegen eine 4. The General ist schon sehr argwöhnisch euch gegenüber. Warum denn? Wie viel hast du bei cool? 5. Das heißt, 4 von den 5 sollten... Können wir warten, bis Emmy fertig gemischt hat und dann die Asse wieder drin sind? Nee. Okay. Ah ja, guck mal. Das sind schon 4. Das ist schon mal eine rote Karte. Das sind 4 rote Herzen. Okay, das heißt, wenn das nächste kein Ass ist... It isn't. Also aber jetzt... Und, ja. 3 rote... Verdammt nochmal, du bist gar kein reicher Typ. Ihr beiden seid die Einzigen, die hier irgendwas Richtiges tun. Wer seid ihr? Ihr seid random Leute. Verdammt nochmal. Und er schlägt mit dem... The General schlägt auf mich ein. Schlägt mit dem Stab nach dir. Ja, gut. Ich halte die Kamera drauf. Einen Moment. Ich muss einmal kurz eine Probe machen. Was hast du denn bei Hau drauf? Nur, dass ich das weiß, als Gegen. 6. 6, alles klar. Das ist die falsche Seite. Da. Okay. Du siehst, wie sie mit dem Stock auf dich einschlägt, mit einem wutverzerrten Gesicht. Die Sonnenbrille rutscht jetzt auch so langsam runter. Du siehst, dass die Narbe so ganz knapp am Auge vorbeigeht. Schlägt auf dich ein und im letzten Moment kannst du noch mit dem Kopf ausweichen, aber du spürst die knisternde Energie, die von dem Stab ausgeht. The General schaut in die Runde. Das ist doch hier alles
Das ist doch alles ein gezänktes Spiel. Ich wollte hier nur eine geile Runde Poker spielen und ihr, irgend so ein alter Knacker, verprügelt jemanden, irgend so ein scheiß Rowdy schleust jemand ein und gut, ihr habt nichts gemacht, aber das wird mir alles zu viel. Und sie wendet sich nach hinten und geht auf eine Tür zu. Ich werfe in diesem Moment meine gesamten Chips auf sie und nutze die Ablenkung, um mich auf sie zu werfen. Okay, also du schmeißt erst die Chips Ja. und dann willst du sie... Ja, dann will ich sie greifen. Ja, Geht dann, sie vorher an mir vorbei? Jesus. also sie ist auch in deiner Nähe, sie dreht sich halt gerade so weg und will dann weggehen. Okay, Und bekommt auch Pokerchips ins Auge. Sozusagen zeitgleich, aber bevor du Natürlich mich auf sie zeitgleich. schmeißt, bitte, weil ich sonst kaputt gehe, würde ich halt mein Smartphone raushalten und also sozusagen einfach rausnehmen und mich so ein bisschen mitdrehen, als würde ich das Geschehen verfolgen und versuche das irgendwo an ihrer Hosentasche, Jackentasche irgendwo sozusagen so ein bisschen zu halten, um mein Programm, was ich natürlich vorher programmiert habe, Natürlich. ablaufen zu lassen, um dieses Handy zu klonen. Ja. Also sozusagen einfach ihr Smartphone auf mein Smartphone Dann rüber zu klauen. mach mal eine Probe auf beweglich. Ob du es schaffst, das so in der Bewegung eben zu machen. Was hast du auf beweglich? 5? Ja, das geht auch. Sie ist auch abgelenkt gegen eine 2. Das heißt, du willst, dass es, Wir brauchen eine schwarze. ja, dass es 2 schwarze sind. Eine schwarze haben wir. Und yes. die zweite schwarze ist auch dabei. Also so in so einer Bewegung, während sie auch noch so gerade so ein bisschen wütend sich in Rage redet, hältst du schon so langsam dran. Du musst nur 5 Sekunden schaffen. Und dann in der Drehung kannst du noch gerade so die Hand mitbewegen und dann filmst du wieder so Girlboss Genau, Gretchen. ich versuche dann so daraus so ein Reel zu machen, bin so, wir wollten hier mit Girlboss Gretchen für Charity Poker spielen, aber jetzt geht alles schief. Und dann übergebe ich damit dir den Stab. Oh mein Gott, ja, was werden die Leute von Save the Waschbär e.V. dazu sagen? Naja, ich glaube, wir müssen das auf eine persönlichere Ebene bringen und ich nehme mein eigenes Smartphone raus. Während ihr beide noch redet, schmeißt im Hintergrund von der Kamera aber gerade leider schon Agent Buffalo auf The General. Mach mal eine okay. Probe auf Hau drauf. Ja, dann hab Gegen ich eine 4. 6 habe ich da. The General ist sehr kampfbewusst. Aber du hast dich vorher gegen eine 3, weil du hast dich vorher abgelenkt. Du hast 6, 1. Eine rote haben wir schon mal. Die zweite rote haben wir. Die dritte rote, ja, kein Problem. 4. Ja, alles klar. 5 rote. Wie sieht das aus, wenn du The General angreifst? Also man Genau sieht so. wirklich nur im Hintergrund der Kamera nur, wie ich so mit so einem ganz simplen Football-Tackle, die einfach so umtackle und versuche ihr den Stab zu entreißen. Ja. Ja, sie hat nicht damit gerechnet, dass dieser alte Mann auf einmal so voll auf sie raufspringt, lässt den Stab so halb fallen, weil sie dich so abwehren will und du kannst nach dem Stab greifen, liegst jetzt aber halt auch so halb auf ihr. Das ist perfekt, ja. Sie ist schon recht kräftig, aber du bist schon größer als sie. Ja, im Hintergrund passiert das, wie moderierst du das? Ich würde versuchen, das quasi so zu filmen, mit natürlich meinem Kopf irgendwo drin. Und versuchen dann abzudrücken, wenn sie zufällig in die Kamera guckt. Also das sehe ich ja, weil ich Selfie-Mode mache. Und dann möchte ich sie blitzdingsen, damit wir einfach wieder zurück zur Ordnung kehren können und einfach dieses Spiel spielen. Alles klar, dann mach mal bitte eine Probe auf dein Gadget. Du willst alles auf einer 6 würfeln, weil sonst passiert etwas Schlimmes. Right. Oh mein Gott. Gut. Du drückst ab Nein. und hast die Kamera so ein bisschen zu weit zu dir gerichtet und der Blitz trifft so dein Auge. Trifft dein Auge und du schaust so und du weißt nur, deine Mama hat dir ein Frühstück gemacht und jetzt bist du auf einmal hier und um dich rum ist Chaos. Und ihr seht alle, wie Agent Butterfly, Girlboss Gretchen, so ein bisschen baff mit so leerem Blick da steht. Du liegst auf The General drauf. Was tust du? Ich hau mir unterm Hemd auf nicht das Mikro, sondern hier auf eine kleine hölzerne Ukulele, die ich so als Ornament trage. Und sie springt einfach auf und wird zu einer vollwertigen Ukulele. Und ich schrei Selbstverteidigung und schlage mit der Ukulele The General auf den Kopf in der Hoffnung, sie sofort auszunocken. Okay, alles klar. Machen wir bitte eine Probe auf dein Gadget. Du willst auch alles außer einer 6 würfeln. Denn ansonsten geht es leider komplett schief, was du da gerade versuchst. Eine 5. Du hast es geschafft und ja, in so einer smoothen Bewegung klappt sich das ganze Ding aus. Und
Ja, und du hast die in der Hand, sie liegt auf dem Boden und ist auch von Agent Buffalo bedeckt. Das heißt, du kannst sie auf den Kopf hauen. Du schlägst zu und der Silencer-Ausnock-Modus der Ukulele ist aktiviert, nehme ich an. Ja. Das heißt, du haust sie einfach drauf. Ich check noch kurz, ob sie auf Stun oder Kill ist. Stun. Ja, alles klar. Du schaltest deine Ukulele auf Stun, schlägst einmal zu und ihr hört alle ein... Nee, ihr hört alle ein... Nein. Ah, nee, weil sie auf Silencer-Mode ist. Ihr hört alle einen. Ja, ihr hört alle ein gar nichts. Du siehst, wie an deinem Kopf, sie will so an dich, verdammt nochmal! Und dann liegt sie bewusstlos auf dem Boden. Ich schüttel sie noch einmal. Was ist los mit dir? So soll er mich Ich hab sie weggeschlagen? ausgenockt, damit, um so ein bisschen zu deeskalaten. Okay, Guys, hey, Poker ist ein verrücktes Spiel, oder? Hast du mich auch ausgenockt? Ich nehme so Gölbers Gretchen so am Arm sozusagen, ziehe sie so ein bisschen zur Dich Seite. kenn ich. Mausi? Du bist Gölbers Gretchen. Ja. Gölbers Gretchen. Ja. Hi, ich bin @GölbersGretchen. Tag mich in all euren Reels. Wo sind wir? Wir sind Pokerspielen. Okay. Oh mein Gott. Soweit das gar normaler nichts mehr. Donnerstag. Okay. Ich beug mich so zu dir so richtig an dein Ohr. Du hast eine Mission, Agent Butterfly. Ja. Erinnerst du dich, was deine Mission ist? Habe ich die vor heute früh schon mitbekommen? Nee, ne? Nee. Das war quasi am Vortag. Also du bist wirklich... Das dauert normalerweise so 10 Minuten, bis sie wiederkommt. Jetzt gerade ist sie noch auf jeden Fall mit so einem leicht leeren, glasigen Blick, schaut sie sich Das ist so mir noch um. nie passiert. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich so die Kontrolle verlieren könnte. Okay, bleib Das- einfach Gölbers bleib in der Rolle. Ich nehme mein Smartphone raus und schicke also über einen safen Kanal natürlich, schicke ich einen Codeword an Agent X, und zwar ist das Codeword Cancel. Und das ist sozusagen das Codeword für sie hat einen Memory Loss oder so. Und schreibt dann darunter Mission Butterfly Fragezeichen. Du bekommst eine Antwort. Abbruch, auf zum Debriefing. Ich bin gerade noch dabei. Ich habe ja die Wanze, die ich pflanzen soll, wahrscheinlich einfach. Du hast sie dabei. Ich habe die Wanze, wie die Wanze pflanzen kann, tanzen die Wanzen da dran. Ja. Und dann, genau, tanze ich die Wanze dran. An eine bewusstlose... An die Bewusstlose. Und dann sage ich, Mission erfolgreich. Accomplished. Ich nehme den Stab so. So easy. Gut, können wir jetzt Poker spielen? Soll ich sie noch töten? Weil, Ja, dann, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. na, aber sie ist eine Gefahr für die... Ich stelle mich so Das daneben. Personal ist auch an die Wand schon gerückt und ihr seht tatsächlich nichts mehr von Aiden Road und Liana Cradle. Die sind Uff. in dem ganzen Spektakel sind sie. Hey Marco, ich glaube, es war ein richtig gutes Bewerbungsgespräch. Also ich glaube, die nehmen uns jetzt bestimmt. Und, ey, aber wenn die nach Gehalt fragen, dann verkauf dich nicht unter Wert, Junge. Du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Du brauchst das Geld irgendwann, wenn deine Frau dich scheiden lässt. Ja? Ich habe eigentlich ziemlich viel angespart von meinen Ja, das wird alles nicht mehr wert sein später. Aber Von daher, verkauf dich nicht unter Wert. Du hast dein ganzes Leben noch vor dir, deine ganze Karriere. Nimm kein Beispiel an mir, okay? okay, also und Schaffst jetzt dem Advice folge ich jetzt nicht. Weil ich Nein, für mich selbst also denke. dem kannst du ruhig schon folgen. Aber dem allen danach nicht mehr. Gotcha. Ich gehe so dazwischen. Follow everything after this. Okay. Ich gehe so dazwischen. das Gefühl, wir hab sprechen so wie unterschiedliche Gölbers Sprachen. Gretchen so im Arm. Was ist mit ihr los? Debriefing, jetzt. Ich mache im Hintergrund die ganze Zeit so Geschwurbel in die Kamera. Die Kamera ist überhaupt nicht an. Und ich mache die ganze Zeit so Hashtag alles, Mausis, schreibt's in die Glocke, was ist eure Lieblingseiscreme? So, bla bla bla. Stracciatella. Soll ich sie auch noch ausnocken Nein. einfach, um Nein, clean slate so? nein. Are we dancing or is this a thing? Guck so zu den Angestellten. Hier gibt es nichts zu sehen, das ist alles im Griff. Wir haben alles im Griff. Sie können jetzt gerne Poker spielen, wenn Sie wollen. Hier sind meine Chips. Gib denen meine Chips. Und der Barkeeper nimmt die so und denkt so, oh krass, aber du siehst, dass der Dealer, als du dich zu ihm drehst, so an dem Tisch steht und so macht. We should probably. Haben Sie Drückst du irgendwie den was mit der Button Hand? oder freust du dich? Wie bitte? Oh mein Gott. Ich gehe so zu ihm hin, halt so, ich habe vergessen, dass ich diesen Elektrostab in der Hand halte. Und er geht so zurück. ist alles okay? Er geht zurück und... Entschuldigung, da. Und ich treffe ihn aus Versehen mit dem Stab. Ja, und er... Fällt zusammen. Ja, du siehst, dass da ein Knopf ist, der mehrfach gedrückt wurde. Drück den noch 2-3 Mal. Ja. Nein! Sieht irgendwas? Das ist ein Notfallknopf. Zap it mit dem Stab.
Sag Das den ist Knopf. egal, der Das Alarm ist ist total gut. Ja, aber im du kannst, Nachhinein. vielleicht ist es rückgängig. Ja, du hast ihn gesetzt und du hörst so ein und irgendwas in dem Tisch ist auf jeden Fall kaputt. raus hier. Ich gehe einfach voraus. Gut. Ich habe mir natürlich vorher einen Lageplan runtergeladen, den ich jetzt auf dem Display von der Kamera mir schön angucke, damit wir auch zu Raum 007 kommen. Ja, ihr macht euch also auf den Weg zu Raum 07 in dem Hotel, geht an schwierigem Sicherheitspersonal vorbei, was gerade so auf den Raum zusprintet, ja. Was machen wir mit The General? Sollen wir die vielleicht irgendwie sichern? Ihr seid aus dem Raum gegangen. Hey, man sichert nicht die Oberbösewichte. Weil wenn wir die unschädlich machen, ein für alle Mal, haben wir keine Arbeit mehr. Verstanden? Ja, aber wir versuchen ja, die Welt sicherer zu Nee. machen. Ich hätte sie umlegen. Nee. Wir versuchen weiterhin einen Arbeitsplatz zu haben, Marco. Klar? Außerdem ist dein Job gewesen, eine Wanze bei ihr zu platzieren, wenn ich das eben richtig gesehen habe. Was bringt eine Wanze bei einer toten Person? Ja, aber was bringt eine lebende Terroristin oder Arbeit bringt die, Marco. Arbeit. Ist jetzt nicht der Place, um das zu diskutieren. Leute, wir sollten erstmal bitte debriefing. Der Place ist nämlich stattdessen eine Hotelzimmertür mit der Zimmernummer 007. Zu dir sind in den letzten 10 Minuten all deine Erinnerungen wiedergekommen, was du hier eigentlich machen solltest. Ich rufe auch allen Sicherheitspersonal zu. Ja, es ist da entlang gelaufen, wenn du ihn vorbeilaufen. Ja, sie gehen auch, sie sprinten an euch vorbei. Also die sehen auch wirklich sehr concerned aus. Er steht vor dem Hotelzimmer mit der Zimmernummer 007. Ich klopfe. nur so Einmal. Einmal. Ja, Das du klopfst und du siehst, dass aus dem Türspion wie so eine kleine Kamera rausfällt. Scannst du dein Gesicht ab Identität erkannt. und die Tür mit so einem geht die Tür auf und dahinter ist ein normal aussehendes Hotelzimmer. Also, das heißt normal für Monte Carlo-Verhältnisse. Von der bestuckten Decke hängen nicht ein, nicht zwei, sondern 3 ganze Kronleuchter. In der Mitte des Raums steht ein Flügel und dahinter gegenüber der Tür ist ein Fenster mit Blick auf Monte Carlo und auf das Gebäude, was gegenüber davon steht. Zu eurer Linken seht ihr ein King-Size-Doppelbett. Rechts von euch ein kleiner Schreibtisch und auf dem Schreibtisch ist auch so ein kleiner silberner Koffer. Und eine italienische Kaffeemaschine. Am Flügel, mit dem Rücken zu euch, sitzt ein korpulenter Mann mit Glatze, der eine leise Melodie spielt. Der Mann trägt eine schwarze Lederjacke und eine Cargohose. Agents, na, das war aber nicht gerade dein Einsatz nach Lehrbuch. Den Titel Geheimagenten verdient ihr jedenfalls nicht. Nur, auf meiner Visitenkarte steht nur Agent, nicht Geheimagent. Ich gehe wortlos zu ihm hin, leg mein Smartphone, was geklont ist, dahin, schau ihn an, mit dem genervtesten Ausdruck überhaupt ja, er steht auf. und gehe einfach wieder und setze mich irgendwie so auf die Couch oder so ein Kram oder aufs Bett einfach hin und überschlag die Beine und mach die Augen zu. Ja, nun ja, also wenigstens hat ein Agent wirklich ihren Auftrag erledigt. Hi, du musst Agent X sein, right? Nein, mein Name Du ist bist- Agent Wolfspider. Wusste ich. Cooler Name. Ja, gern geschehen. Ich sehe, Sie haben den Stab erlangt. Sehr gut gemacht. Als einziger. Allerdings, Ich habe die Wanze gepflanzt. Jetzt weißt du, dass ich eine Wanze pflanzen kann. ja. Und was war da mit Ihrem Gadget los? Was ist da passiert? Sie sollen das auf... Es tut mir unglaublich Die leid. überlegen. Mir ist so ein Fehler noch nie zuvor passiert. Ich entschuldige mich, allumfassend, und ich werde nochmal eine Schulung machen. Ich weiß, dass sowas nicht passieren darf. Ja, Ich fand das nicht so schlimm eigentlich, war eine Ja. gute Ablenkung. wir sollten uns alle immer bessern. Eure Arbeit am... Sie ist geübt in so Apology-Videos. Wo ist die Ukulele? Eure Arbeit am Pokertisch war auf jeden Fall nur der Grundstein. Wir wissen jetzt zwar nicht, warum The General in Monaco ist oder wie wir mit dem Passwort in die weiteren Facilities reinkommen können, aber wir haben den Stab, wir wissen, wo sie sich aufhält und wir haben das geklonte Handy. Und die Passwörter, ihr hättet mich auch einfach dran setzen können. Ja, dazu kommen wir, wenn es soweit ist. The General, wissen wir jetzt durch das geklonte Handy, ist die rechte Hand von Baron Blitz. Wer ist das? Baron Blitz
ist vor einigen Monaten aus einer Hochsicherheitslage von Agent entkommen. Mit seiner Organisation Blacklight plant er, so viel wir wissen, die Vernichtung der Welt, wie wir sie kennen. Eure Mission? Ihr müsst herausfinden, was Blacklight macht, wo sie es machen und wie man sie aufhalten kann. The General wird unseren Informationen nach noch 2 Tage in Monaco bleiben. Verfolgen Sie sie und finden Sie so viel heraus, wie Sie können. Und damit Sie bestmöglich auf die kommende Mission vorbereitet sind, hat die Entwicklungsabteilung in Zusammenarbeit mit Agent Elster noch ein paar mehr Gadgets für Sie vorbereitet. Diese stehen Agent Elster hinter Ihnen auf dem Tisch in dem kleinen silbernen Koffer. Muss ich jedem von dem eins geben? Meins kannst du haben. Ja, ich kann auch 2 nehmen, oder? Also, Nein, ich nehme. Ich habe alle Gadgets hier, die ich brauche. Ich hole eine Pistole raus. Agent Elster, bitte. Was genau habt ihr denn da unten eigentlich bei euch zusammengebastelt? Nehmen Sie doch mal das silberne Case und schauen Sie das an. Ich nehme so das silberne Case. Dann nimm aber doch ich bitte mach das silberne Case, was hinter dir steht, das kleine. Oha. Das kleine. Wow. Ich habe Angst, dass ich alles kaputt mache. Ich mache das so auf, dass keiner was sieht. Ja. Ist es egal, wie rum ich das jetzt mache? Ich habe so andersrum. Angst, irgendwas kaputt zu Da machen. geht nichts kaputt. Aber eigentlich andersrum, genau, ja. Sie haben ja teilweise daran mitentwickelt. Vielleicht erklären Sie uns gerade mal, was genau das alles ist, damit wir das wissen. Und als du den Koffer öffnest und dir die Gadgets, die da drin liegen, anschaust, weißt du von allem natürlich sofort, was es ist. Was genau können denn diese Gadgets, die du da vor dir liegen hast? Oh mein Gott. Das ist natürlich Agent Buffalos Gadget. Das ist eine klassische Rohrbombe, die aber natürlich ferngesteuert ist und die natürlich ganz klar auch gleichzeitig so kleine Kugeln drin hat, die sich so ausbreiten können und dann den Raum scannen. Cool. Bitte nicht den Stift, also hier dieses Rad drehen. Bitte erst dann, wenn du es dann wirklich einsetzt und genau wenn ich sehe, dass du dich bewegst, würde ich so, okay, ich nehme das erstmal, falls wir das dann brauchen. Das ist natürlich kein klassischer Kugelschreiber, das ist das neue Gadget von Gerbers Gretchen und mit diesem Kugelschreiber kann sie Leute vergiften, sobald sie diese Schrift berühren. Bitte ganz vorsichtig, nicht anlecken und nicht vorne dran, bitte. Das ist sehr, sehr hoch dosiertes Wolfsspinnengift. Sieht genauso aus wie, hergestellt. sieht genauso aus wie meiner. Und das ist aber übrigens auch noch eine Lampe, die so Frequenzen Für den sichtbar Zahnarzt. macht. Nee, damit kannst du Frequenzen. Vielleicht kannst du damit auch dein Gadget reparieren. Also es ist auch ein Multitool. Also da, wenn du da drauf drückst auf die Seite, dann kommt da so ein Taschenmesser raus. Ich hab ja gehört, dass das alles leider noch die Beta-Versionen sind, noch in der Probezeit. Deswegen sind noch nicht alle Funktionen komplett Das ist ja ausgereift. unprofessionell von Agent. Das ist mein neues Gadget. That's a vape, no? Is that my new vape? Nein, das ist natürlich mein neues Gadget. Das ist natürlich eine wahnsinnig kleine Kamera, Schrägstrich Wanze, die man platzieren kann, die natürlich alles in Real-Life-Time an meine Uhr überträgt. Kann die nicht auch Hologramme Also so eine produzieren, Kamera. die dann aussehen wie echte Dinge? Aber halt Leute zu nur verwirren? ziemlich pixelig. Okay. Das ist halt noch die Beta-Version. Genau, okay. Ja, da wurde mir gesagt, man kann es irgendwie aufziehen, dieses Gerät, was wir jetzt in der Hand haben. Man kann irgendwie an beiden Enden es festhalten und dann aufziehen. Und dann tut es was? Das weiß ich nicht, aber dann könnt ihr es vielleicht besser erklären, was genau es tut. Ich werfe mich auf den Boden. Wo kann man, ach, du meinst hier aufziehen? Oh mein Zischen Gott. füllt den Raum. Es ist eine Bombe! Also wenn man das platziert, dann macht es so Schlafgas sozusagen. Also das ist sozusagen eine Gasbombe, womit man Leute einschlafen lassen kann. Das ist halt für dich, falls du mal jemanden zu sehr nervst. Oder wenn ich einfach nur mal chillen will, so. Ne? Nee, also eher so, Kann ich direkt wenn du jetzt? Ich eventuell... zieh sie so auf Nein,
und lass so ein ganz kleines bisschen was von dem Gas raus und haft es so. Ja. Also du bist auf jeden Fall ordentlich benebelt. Was auf der Hinfahrt hier in dem Bulli passiert ist, das war 10% davon. In meinem Kopf fängt an, Bob Marley Musik zu spielen. Ja. Sind Sie sicher, dass ich die Gadgets aushändigen sollte? Sie können sie natürlich auch erstmal aufbewahren und erst in den passenden Momenten aushändigen. Aber jetzt scheinen sie auch schon vergeben zu sein. Das Nicht meine Verantwortung. ist gute Arbeit. Wir haben natürlich auch Ihnen einen Wagen zur Verfügung gestellt, damit Ihnen Sie The General verfolgen können werden. Ist der auch in der Beta? Nun, tatsächlich haben wir versucht darauf zu achten, dass all Ihre Anforderungen an den Wagen natürlich gestellt sind. Und deswegen haben wir alle Ihre ein Feature für jeden von euch dort eingebaut. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, was das war. Agent Marco, was wollten Sie nochmal, dass wir in den Wagen einbauen? Du bist ein schöner Mann. Ich versuche mit einem Handkantenschlag auf so einen Schmerzpunkt zu treffen, damit genug Adrenalin in seinen Kopf kommt, damit er nicht mehr high ist. Ja, machen wir eine Probe auf Hau drauf. Ja. Da bin Gegen ich eine 5. 2. Du hast 5 auf Hau drauf? Damn. Wild. Ja, okay, gut, weil Hacken ist. Gegen 2, der wehrt sich nicht. Du weißt, wo der Schmerzpunkt ist, du musst ihn nur richtig treffen. Ja, es sind 2. Alles klar, du hast 2 gezogen und du schlägst ihn einmal drauf und du spürst, wie so einmal Adrenalin durch dich durchschießt, so als hätte man dir auf einmal so das komplette Schlafgas wieder rausgesaugt. Du bist noch so ein bisschen schummrig, aber du kannst wieder klar denken. Also, ja, Was genau war das nochmal das Feature, das Sie in den Wagen eingebaut haben wollten? Aquatic Compatibility. So, ist ein Amphibian Car. Das Ja, ist auch ganz genau, ja. in Meer. Ich weiß nicht, ob diese Mission irgendwie was mit dem Meer zu tun haben werden, aber Das werden wir dann sehen. Das ist ein guter Einwand. für mich ein grundsätzliches Feature. Agent Butterfly, was war nochmal Ihr angefordertes Feature, was wir in den Wagen eingebaut haben? Rosa getönte Scheiben. Ja, die rosa getönten Scheiben, genau. Wir haben uns nicht ganz verstanden, wofür die gut sind, aber Sie sind ja schon etwas länger mit im Dienst. UV-Abschirmung. Genau, UV-Abschirmung. Agent Buffalo, was war nochmal das von Ihnen gewünschte Feature? Ein Cabrio wollte ich. Also unter Wasser soll es auch sein. Ja, wir haben ein Convertible daraus gemacht, dass Gut. man das Dach Ja, hervorragend. kann. Und Agent Elster, was war nochmal Ihr Wunsch für das Auto? Was nützt das bitte? Ein Arbeitsplatz für mich. Ein Arbeitsplatz für Ihren Laptop. Spielt währenddessen die ganze Zeit eine Granate so ein bisschen rum. Ja. Aber So die Moment ganze mal. Zeit mein Auge so, Moment mal. bitte mach Ich nicht alles möchte kaputt, was ich nur kurz etwas gebaut habe. sagen. Also nach heute haben wir sehr viele, sehr gute Angebote bekommen von verschiedenen Wie Agenturen. meinen Sie das? Verschiedene Agenturen. Ja, es waren ja mehrere Agenturen hier unterwegs heute. Oh ja, das habe ich Wir ja haben noch- schon das Gefühl gehabt, dass wir ein bisschen gescoutet wurden. Ja? Okay. Also vielleicht muss die Agency bald mal ein bisschen was drauflegen auf unser Gehalt. Ja? Oder an Ressourcen. Ja. Ich habe keine Angebote bekommen von anderen Agenturen. Das ist Kommt ein You-Problem. Ich möchte Okay. reporten, dass ich Sorgen? 2 dieser Agenten ausgeschaltet habe. Warum? Weil es feindliche Agenten sind. Gute Arbeit, Agent Butterfly. Danke. Agent Wolfspider dreht sich von euch weg, schaut aus dem Fenster über Monte Carlo. Es sind turbulente Zeiten. Ein Sturm zieht auf. Er dreht sich zu euch und es war nie wichtiger, dass Agent X auf euch zählt. Und in dem Moment hört ihr ein Zischen und ein Klirren von Glas hinter ihm. Ihr seht, wie ein kleiner roter Punkt auf der Stirn von Agent Wolfspider ist. Er schaut euch mit leeren Augen an, kippt nach vorne und fällt auf den Boden. Wolfspider hatte immer in der Drama-Ausbildung eine 1. Das ist einfach so ein Scheißstreber. Ich nehme meinen Stab wieder. Wir sollten diesen Raum schnellstmöglich, Ihr aber seht- ruhig verlassen. Hinter ihm durch die Scheibe auf dem anderen Gebäude eine Person stehen. Ungefähr 1,5 Meter von dem Fenster entfernt, was jetzt in Trümmern ist, steht, sich gerade noch das Barett richtend, The General mit einem Scharfschützengewehr. Ich hätte sie töten sollen. Ich sag doch, ich hätte sie töten sollen. Sie sieht, dass ihr sie seht, schaut erschrocken, nimmt das Scharfschützengewehr, packt sich auf den Rücken, dreht sich um und will weglaufen. Schießt. Was tut ihr? Sie ist Du schießt? Ja.
Die ist auf unserer Seite? Nein, die ist quasi genau, 1,5 Meter entfernt, ist quasi ein anderes Gebäude. Ah, okay. So, und da Also steht sie sie, aber schießt komplett aus Reflex, einfach mal gesamtes Magazin, einfach grob in die Richtung. Ist eine völlig, sie will eigentlich gar nicht treffen. Okay, Das ist dann- einfach nur aus Reflex, einfach. okay, mach eine Probe auf Schießkunst. Okay. Ist das Reflex oder PTS? Gegen Vietnam eine hat 5. dir wirklich zugesetzt. Ich habe 5 Karten. Ja. Ich würde gerne eigentlich Einen Moment, wir machen einmal kurz die Probe. Nee. Du willst. Nee. Nee, ja, 2 Asse und ein. Ja, okay, Nee. das wird nichts. Einer, aber falsch. Nee. Alles klar. Ja, Perfekt. Du nimmst deine Knarre und schießt einfach. Ja, du hast dein komplettes Magazin leer geschossen und das Fenster ist jetzt komplett in Trümmern und Wind zieht in das Hotelzimmer herein und ihr seht, wie The General anfängt wegzulaufen. Über das Dach. hinterher. Du läufst hinterher? Ich springe zum anderen Gebäude. Ja, du springst durch das Fenster auf das andere Gebäude. Was tust du? Ich nehme aus der Tasche vom toten Agent Wolfspider ein neues Magazin und pack das in deine Knarre und mach sie dir auf dem Rücken fest. Oh. Okay. Oder wo auch immer. du Achso, mich okay. hältst. Okay, du sagst. Also nicht, ich binde sie Ja, auf ich den Rücken, dachte- sondern ich Ich bin dran! Alles klar, du und ich gehe dann auch hinterher, aber langsam. Du gehst hinterher. Ja. Also es ist so 1,5 Meter Straße dazwischen. Also wo du drüber springen müsstest. Ja, dann springe ich über die Straße, aber ich generell, also ich bin langsam. Okay, alles klar. Was tust du? Ich baue meine Kamera, ich drücke so ein bisschen an der Seite rum so ein paar Knöpfe, baue sie zur Drohne um und nehme mit der Drohne die Verfolgung auf. Dann machen wir heute eine Probe auf dein Gadget. Alles außer einer 6 und das Gadget funktioniert. Bei einer 6 wird etwas nicht so funktionieren. Ja. Die Drohne klappt sich so einmal quasi nach innen auf, die Kamera zeigt nach unten, 4 Rotoren fahren aus und du fliegst durch das Fenster. Außerdem haben wir natürlich alle Funkverbindungen und Natürlich. Ja, klar. habt ihr alle Knöpfe im Ohr. Und ich stecke jetzt meinen Knopf ins Ohr und sage Agent Elster für alle weiteren Agents. Ich nehme die Verfolgung per Video auf. Sie läuft geradeaus. Ja, und du weißt natürlich auch, oder ihr alle wisst natürlich auch, dass das Auto, was ihr bekommt, wie immer ferngesteuert ist. Das ist ja klar. Das heißt, ihr könnt es einfach zurückrufen. Du allerdings springst einmal über die Entfernung. Mach doch mal eine Probe auf beweglich gegen eine 2. Das ist 1,5 Meter. 3. Du hast 3. Und das ist, in welchem Stockwerk sind wir? Im 2. Ah ja. Also du willst nicht sterben, wenn du runterfällst, aber toll wäre es auch nicht. Da ist eine schwarze. Und du willst... Und for good measure. Ich glaube, wir müssen noch mal mischen. Ist klar, du... Nein, auf keinen Fall. Jetzt kommen die guten Roten. Du schaffst es also zu springen, hast 3 schwarze Karten gezogen, nachdem du nur 2 ziehen musstest, springst auf die andere Seite und sprintest hinter The General her. Du springst auch auf die andere Seite? Ja. Mach bitte auch eine Probe auf beweglich gegen eine 2. Was hast du denn bei beweglich? 5. Das heißt, du ziehst 5 Karten und 2 davon müssen schwarz sein. Kannst du gerne auch so hinlegen, dass die Kamera sie auch sehen kann. Wie viele sind schwarz? 2. 2. Also du schaffst es auch. Nicht ganz so elegant wie Agent Marco springst du hinterher. Und was genau willst du tun auf dem Dach? Und du meinst, willst du hinterher schlendern? Nee, ich möchte einfach alles im Blick behalten Okay. und währenddessen Reinigung tippen und an die 1213007 schicken. Also die Agent-Nummer. Ja. Weil die müssen ja das Hotelzimmer reinigen. Ja. Du schickst den Code ab und kriegst ein Reinigungsprozess wird eingeleitet. Und ja, du weißt, dass das heißt, dass das Hotelzimmer gereinigt wird, dass die Leiche entsorgt wird und so weiter und so weiter. Sehr gut. Dann fange ich jetzt an, ein bisschen schneller zu gehen. Okay, du sprintest hinter The General hinterher. Du läufst auch hinterher. Du siehst auf deiner Drohne, wie The General sich auf die Hauptstraße zubewegt, die noch ein bisschen weiter weg ist von dem Casino und so über die Dächer sprintet und springt und drunter her slidet. Das siehst du auf deiner Drohne. Während ich das sozusagen weiter im Auge habe und euch das natürlich melde, so dass sie sich Richtung Hauptstraße bewegt, gehe ich Richtung Aufzug oder Treppe, keine Ahnung. Ganz entspannt. Zur Tiefgarage, wo natürlich das Auto wartet und ich rufe, du bist auch noch im Zimmer, richtig? Ja. Ja, ich rufe noch dir zu. Lass uns zum Auto gehen. Okay. Und dann hake ich mich bei dir so ein und versuche mich so da wegzubewegen, weil du für mich immer nach diesem guck Schrei so. ein bisschen komisch aussiehst. Guck so Agent Wolfspider an. Moment, ich habe noch eine Sache zu erledigen. Geht zu seiner Tasche und hol $5 aus seinem Portemonnaie raus. Das schuldet er mir noch. Alles klar, ja. Und ihr macht euch auf dem Weg durchs Hotel. Ihr werdet immer wieder ein bisschen schief angeschaut.
ihr seht schon, also du siehst auf jeden Fall schon mitgenommen aus. Du hast so ein bisschen die Panik in deinen Augen, die jetzt so langsam wieder abschwächt, aber du tust so ein bisschen, als wäre es vielleicht dein Papa. Ja, ich mache mal so, ist okay, Großvater, ist okay. Ich habe beide so einen Stab in der Hand. Und schützt dich, kann sich auch so ein bisschen drauf schützen. Ist ganz angenehm fürs Gehen auf jeden Fall. Ja. Und ihr bewegt euch zur Tiefgarage. Du siehst die ganze Zeit, wie die beiden noch hinterher sprinten. Ihr sprintet und müsst über die Häuserdächer kommen. Was tut Ich ihr? würde die nächste Straßenlaterne, also nach dem Hausdach, die nächste Straßenlaterne runterrutschen. Ich billige auch Pole Dancing, um mich fit zu halten. Und unten angekommen nach einem Lime-Scooter suchen und dann damit hinterher auf der Straße. Ganz klar, mach erstmal eine Probe auf beweglich, ob du es elegant auch da runter schaffst. Gegen eine 1, das ist einfach. Gerade weil du Pole Dancing machst. 1, 2, 3. Du hast 3 Schwarze dabei, das ist also geschafft. Und du siehst so aus dem Augenwinkel, wie hinter dir Gelbes Gretchen angelaufen kam, beziehungsweise Agent Butterfly und dann aber runtergesprungen ist und so entlang hangelt. Du kannst du kannst jetzt General auch noch vor dir sehen. Die rennt über die Dächer. Sie rennt über die Dächer und du siehst aber auch, dass dahinter eine dicht befahrene Straße ist, wo sich gerade drauf zubewegt. Okay, also erstmal gucke ich Gretchen hinterher und so, nice moves! Stolpere dabei von Rand des nächsten Dachs und mache zwischen den Gebäuden hin und her, bis ich auf dem Boden bin, rappel mich auf und renne weiter und sage, I got moves too. Und dann sage ich in den Chat, Leute, ganz kurz, ich hatte gerade einen Gedanke. Oh fuck. Also ich bin jetzt hinterhergelaufen, weil ich denke, ich will sie töten, die General, because so she can nicht mehr die Welt kaputt machen. Aber ich habe ja einen Wanze auf die gepflanzt. Was ist, wenn ich die nicht töte? Dann geht die vielleicht zu The Baron und dann können wir sie beide töten. Das ist der Auftrag, den wir gerade bekommen haben. Also nicht töten, nur verfolgen. Am besten sowieso lasst ihr sie ein bisschen Land gewinnen, damit ihr nicht mehr so auffällig folgt. Also sollte ich nicht mehr hinterher rennen. Ja. Ihr hört in eurem Kommunikationsgerät ein. Ja, du bist nämlich gerade dabei, dich anzuschnallen und das hat sich so ein bisschen in deinem Anzug verheddert. Ihr seid im Auto, in der Tiefgarage. Es ist ein Cabrio aus den 70er Jahren, das umgebaut wurde. Schön. Es hat ein riesiges Armaturenbrett mit ganz vielen Knöpfen und Schaltern. Mechanische Schalter. Es sind auch mechanische Schalter, aber auch so. Ja, dann aus so, dieser okay, gut. Ja. Die mechanischen funktionieren alle nicht, die sind nur für dich, damit du das machst. Also ich sitze auch da und wie bei so einem Flugzeug tue ich so, als würde ich für das Auto halt ganz viele Schalter anmachen müssen, damit es losfährt. Und ich Klick, freue mich klick, so, klick, also klick. ich sitze eigentlich hinten sozusagen, ne, damit ich ja doch ich sitze auf dem Beifahrersitz, besser, damit ich arbeiten kann. Du sitzt auf dem Fahrersitz. Und während du das so machst, beuge ich mich so rüber, drückst so diesen Knopf, wo Start drauf drückt. Steht. Und das Auto springt an. Das erzählt so niemand, oder? Mit einem tiefen Brummen startet das Auto. Ich gucke durch die pinkgetönten Scheiben, guckst du durch. Man kann echt keine Farben mehr erkennen. Das ist alles pink. Alles. Warum haben sie selbst die Frontscheibe pink getönt? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, aber man schlägt das Gretchen halt keinen Hund ab. Gott. Oder möchtest du sie hangry erleben? Dann setze ich Rückwärtsgang ein und fahre aus der Tiefgarage. Ja, du fährst aus der Tiefgarage raus und das Ding hat auch ordentlich PS. Dir ist jetzt die Frage, wie wollt ihr euch quasi zusammenfinden oder wollt ihr in The General noch weiter per Fuß folgen? Du kannst noch, wenn ihr so an der Hausfront entlang lauft und du bist auf dem Leimroller und fährst an der Straße entlang, kannst du noch sehen, wie The General gerade vom Hausdach springt, in einen Maserati von oben und auf dem Sitz landet. Das Auto heult auf und The General bewegt sich quasi in den Straßenverkehr, versucht so reinzufahren. Das siehst du. Was kann das nochmal? Gift. 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 Und Licht. Und Licht. Uncool. Ich musste improvisieren. Ich schalte den Scooter auf volle Pulle, Ja. wenn sie sich ins Auto setzt, weil da ist sie ja Ja, du fährst mit volle Pulle 18 km/h hinterher. Genau, ja. Und dann versuche ich, sie in den Hals zu treffen mit dem Kugelschreiber. Okay, dann machen wir bitte eine Probe auf Schießkunst. Nein. Doch, das ist schon wie fern kann. Ist schon. Ja, Ist schon tödlich. Wie findest du beweglich, weil ich das auf dem Roller unterm Fahrrad... Okay, dann wird es aber schwieriger.
Wie viel schwierig? Das wirst du dann sehen. Aber Okay, dann mach eine Probe auf beweglich. Okay, ja. Gegen eine 5. Ich habe 5. Ich rufe ihn aus Gegen dem 5? Ja. Willst Du du mich? willst gerade einen Stift, während du auf einem Roller fährst, einer Person in den Nacken werfen, die Ja. ein Auto fährt. Aber ich rufe noch so durch den ich habe euch ja alle im Blick, ich rufe noch so durch den Voice-Chat, nicht töten. Ist das nicht so ein Ihr wisst Stift? ja nur Gift. Ist das nicht so ein Was tut Man soll sich so anstellen, das ist Also doch nur könntest du Gift. nicht Ist das nicht ein Gift Stift? So ein Stift mit so 4 verschiedenen Farben? Und das sind 4 verschiedene Gifte? Nein, das wurde leider so nicht erklärt, deswegen ist es nur dieses eine Gift. Sie hat nicht gesagt tödliches Gift. Doch, habe ich tatsächlich. Du machst jetzt erstmal Hochdosiertes eine Probe. Ja, es Aber wenn das ist nicht tödliches Gift wäre, wäre es einfach komplett sinnlos. Also es sind nicht 5 schwarze. Nein, Das könnte, ja, zufällig das könnte ja Truth Serum sein. Du nimmst also den Stift und wirfst ihn und er landet im Straßenverkehr auf der Straße und wird überfahren. Ich saß 5 Stunden an diesem fucking Stift! Ja, und Leg dich ab. das hörst du auch in echt, weil jetzt gerade fährt neben euch das Cabrio mit den pink getönten Scheiben vor. Hat es eine Haiflosse? Es hat eine ganz kleine Baby-Haiflosse innen drauf. Sehr gut. Guck den Rückspiegel. Ich kann echt wenig hinten sehen. Da ist diese komische Flosse da. Gut. Kommt ihr jetzt rein oder was? Ja, ich spring rein. Ich springe auch rein. Ja, ihr steigt ein, du bist wahrscheinlich auf dem Beifahrersitz mit deinem Laptop auf dem Und ich drehe mich aber einmal so um, schau das Gerätchen so an. Du kriegst nie wieder ein Geschenk von mir. Und dann mache ich weiter. Ja, und du? Das war ein Ich Hail Mary. versuche dem Maserati möglichst dramatisch zu folgen. Nur um dann möglichst dramatisch die Verfolgung leider zu verlieren. Mach mal erstmal eine Probe auf Vehikel. Sehr gut. Da habe ich 6. Gegen eine 3, wie gut du The General verfolgen kannst. 2. 2, 4, Oh, 5. Ja, das war, glaube ich, die 6. Nee, 6. 6, also wirklich, ihr seht, wie ein Gott fährt Agent Buffalo. Was man nicht so ganz glauben konnte, nachdem er gerade eben mit seiner Waffe keinen einzigen Schuss getroffen hat, dass er irgendwas überhaupt noch kann in seinem Alter. Aber das Auto scheint er schon mal gefahren zu haben. 62. Also man sieht wirklich, ich drifte auch richtig übertrieben durch den Verkehr durch. Auch wenn es überhaupt nicht notwendig ist. Einfach so ein ganz normaler Spurwechsel, drifte ich einfach so zweimal. Und es die ganze Zeit nur am Quietschen. Und das erste Mal seht ihr ihn mit einem Lächeln im Gesicht heute. Ja, ihr fahrt sehr, sehr dicht auf. Ihr seid direkt hinter dem Maserati. Der Maserati beschleunigt. Ihr seid jetzt auch auf der Landstraße. Fahrt durch die schönen Berge. Seid hinter The General. Und was tust du? Willst du irgendwas? nee, ich habe immer noch die Drohne sozusagen. Genau, die Drohne, ja. Die Die jetzt Drohne ist sozusagen uns auch sieht. Ja, die ist jetzt, hat sich auch so ein bisschen auf das Auto gesetzt, weil die hat jetzt ihre Maximalgeschwindigkeit erreicht. Ich schreib so eine Nachricht an Während du fährst? Hex. Ja, musst du nebenbei. Okay, alles klar. Und dann steht so drin, verfolgen einen, ich gucke nach vorne, pinken Maserati. So. Ja. Und dann mache ich es total dramatisch, so mein Handy so, oh nein! Und fahre so rechts ran. Okay, also du hast abgeschickt, verfolgen, peinen, tinten, Maserati, weil du nicht so ganz mit dem T9 klargekommen bist, das ausgeschaltet hast. Und deswegen aber jetzt halt so halb blind getippt Das ist okay, hast. Das ja. hat nicht so ganz funktioniert. Ja, du fährst rechts ran. Und der Maserati fährt einfach. Ach, wir haben sie verloren. Ich habe natürlich währenddessen die Wanze, die du platziert hattest, aufgerufen Ja. auf meinem Laptop und habe ein Ortungssystem darauf gespielt. Wir waren ja nah genug dran, wir waren ja gefühlt im Kofferraum von denen. Und verfolge es jetzt halt eben auf dem Bildschirm, wo die lang fährt. Und sende außerdem das Kennzeichen und Modell von dem Maserati und keine Ahnung was, ich habe keine Ahnung von Autos. Ja. Irgend so ein Bums sende ich Klar. halt an das Dossier sozusagen. Ja, du schickst das an die Agency raus. Allerdings hat die Wanze jetzt, wo du sie gerade durchsuchst, hat sie einen kleinen Schaden bekommen von dem Tackle, der auf The General angefertigt wurde. Und sie hat nur noch eine Reichweite von so 1 Kilometer. Einmal mit Profis. Ich strecke mich einmal so, ja, dann können wir jetzt hier warten, bis sie da ist, wo sie hin müssen, dann fahren wir hinterher, oder? Wir fahren jetzt direkt weiter, das Ding hat nur eine 1 Kilometer Reichweite. Los! Oh, dann gebe ich dir Gas. Ja, du fährst los und ihr seht aber auch, dass tatsächlich der Maserati an einer Ecke auf einmal ins Straucheln gerät, als ihm ein LKW entgegenkommt. Da hinten drauf sind geladen so Gaskanister. Fährt rein und im letzten Moment seht ihr, wie The General aus dem Auto springt. Eine riesige Explosion. The General dreht sich auf den Boden und seht, wie ihr auf sie zufahrt.
geht ein bisschen nach hinten in den Bergen und schaut unter sich und dort fährt ein Zug entlang. Sie schaut euch an, du beschleunigst so weiter, was tust du? Bretter voll auf sie zu. Okay, du bretterst voll auf sie zu. The General sieht das. Tut ihr irgendetwas auf dem Rücksitz? Ich schwinge mich aufs Dach in Surfhaltung, damit ich abspringen kann, bevor es zu einer Kollision kommt. Alles klar, du... Ich greife ins Lenkrad und versuche Geht's dir doch gut? und lenke uns auf den Zug. Ich lenk dagegen. Also in dem Moment, wo ihr mit Vollgas auf The General zufahrt, dreht sich The General um, springt auf den Zug und landet auf dem Dach. Macht doch mal bitte beide eine Probe auf, wie heißt das, Kraft? Muskelpaket. Auf Muskelpaket. Habe ich 5. Habe ich eine 2. Ja. Machen wir bitte eine Probe und wer höher ist, der bekommt... Ich würde sagen, Du es sind hast nur noch 2 Karten da. Dann Ne? nimm doch. Die müssten dann jetzt bei mir halt rot sein. Eine immerhin. Ah, es ist eine C. Es ist eine rote ist dabei. Und dann schauen wir mal, ob Agent Buffalo mehr als eine rote zieht. Und Fügen wer- Sie hier das spannende James Bond-Theme Genau, ein. was auch immer. Das wurde wahrscheinlich schon längst. Eine schwarze, eine schwarze, eine schwarze, eine schwarze, eine rote. Das heißt, wir sind gleich. Ihr seid gleich und so halb, das Auto fängt so an zu driften und dreht sich um 180 Grad. Ihr beiden seid auf dem Dach, was tut ihr? Ich rufe den beiden, springt jetzt, ihr Idioten, zu und springe dann mit einem Flickflack auf den Zug. Mit einem Flickflack, was tust du? Doppelter Flickflack. Nur mit einem doppelten Flickflack. Was habt ihr bei beweglich beide? 5. 3. Ja, dann musst du eine Probe machen mit 5, schaffst du es. Du schaffst den Flickflack. Der doppelte Flickflack ist das, was dich leider die Schwierigkeit gekostet hat. Mach mal gegen eine 2. Ob du es schaffst, da wirklich... Einmal für den Flick und einmal für den Flack. Oh, damn. Oh boy. 3 rote. 3 rote. Ja, du siehst, wie Girlboss Brigade bzw. Agent Butterfly in einem sehr smoothen Flickflack sich auf den Zug bewegt. Willst es auch so mal nicht so easy peasy lemon squeezy. Beugst dich so nach hinten und merkst, oh, das geht gar nicht. Und fällst einfach auf das Dach von dem Auto und wirst durch die Rotation rumgeschleudert. Ihr beide seid im Auto, was gerade sich um 180 Grad dreht und seht, wie Agent Butterfly auf dem Zug gelandet ist. In den hochhackigen Schuhen nehme ich an, trotzdem perfekt gelandet, natürlich. Während auf dem Dach irgendwie Agent Marco rumrutscht. Ich brüll einfach nur. Man greift den Fahrer nicht ins Lenkrad! Ich höre dir überhaupt nicht zu, weil ich habe das Lenkrad in der Zeit losgelassen und meinen Laptop zugeklappt und versuche mit dem Laptop rauszuspringen. Ja, dann machen wir da eine Probe auf beweglich. Ob du es aus dem Auto schaffst, ohne dass dir was passiert. Was tust du? Ich würde das Auto zum Stehen bringen, parallel zum Zug. Parallel zum Zug oder auf dem Zug? Parallel erstmal. Und dann würde ich aber losfahren, würde versuchen, Marco währenddessen mit der einen Hand so irgendwie versuchen reinzuzerren und dann vorne über so eine Klippe auf den Zug zu springen. Alles klar, dann schauen wir erstmal, ob du voll draußen bist oder nicht. Warum hast du das vorher verhindert? Das war mein Plan. Gut. Er wollte es halt machen. Wie viele gegen was? Gegen 2. Gegen 2. Und du brauchst 2 1. schwarze, um es zu schaffen. 2. Damit hast du schon 2 schwarze. Soll ich denn das auch Ja, noch zieh aufdecken? gerne noch, vielleicht wird es noch mega krass. 3 schwarze, 4 schwarze. Alles klar, 4 schwarze, wirklich in einer smoothen Bewegung lässt du das Lenkrad los, löst deinen Anschnallgurt und springst dann in einer Rolle, landest du Mit dem neben Laptop. Agent Butterfly. Ihr beide seid auf dem Zug und seht, wie ihr an dem Cabrio vorbeirauscht, auf dem Agent Marco noch oben drauf liegt. Aber dann gibt das Cabrio Gas. Was tut ihr? Ihr seht ihr seht The General. Ich sag zu oft das Wort Agent. Hä? Wie heißt das Abenteuer nochmal? General- General of Generals? Am Ende des Zuges. Was tut ihr? Drauf zurennen. Ich würde versuchen, die Drohne nochmal zu mir zu pfeifenmäßig. Ja, irgendwie her. zu steuern, klar. Dann aber erstmal wieder einzubasteln, dass sie halt wieder zur Kamera wird und ich sie wegstecken kann. Und wenn ich dann noch Zeit habe, irgendwie würde ich gucken, ob ich zwischen so 2 Waggons irgendwo mich hier irgendwie hinstellen kann, ob ich in so Türen reinkomme, ob ich irgendwie in den Zug komme. Ja. Also ein Zugdach ist jetzt nicht so mein favorite place to be. Ja, du kletterst nach unten und du bist in einem ganz normalen Personenzug. Und du kommst so rein, bist du voll durchgeatmet, hinter dir Wind und du gehst rein und alle schauen dich einmal so an. Das sind ganz normale Passagiere, die mit diesem Schnellzug gerade fahren. Ich klopfe mir so ein bisschen die Ärmel meiner Bluse aus und setze mich auf einen freien Platz
Und dann suche ich, wo dieser Zug denn eigentlich hinfährt. Also Ja. bestimmt steht irgendwo eine Zugnummer oder sowas. Das heißt, ich schaue mir dann irgendwie an in der monegassischen Bahn-App, Ja, du, wie viel Verspätung der so hat. ja, du schaust nach und der Zug fährt tatsächlich in den Norden Frankreichs. Also das Ziel ist Cayenne, Wie bitte? C-A-N. Ja, wie man so ausspricht, ich hoffe es. K. Es ist. Caen. Also es ist nicht Cannes. Nee, ich weiß. K. K. Es fährt nach Caen. Genau, das ist im Norden Frankreichs zum Meer, was quasi nach England geht. Das siehst du. Du sprintest hinter The General hinterher. Siehst aus dem Augenwinkel, wie das Auto wieder beschleunigt und auf eine Klippe zufährt. Wo so eine ganz kleine Rampe gebaut, also nicht gebaut, sondern so gewachsen ist aus den Steinen. Du fährst darauf zu und willst auf dem Zug landen. Ja, dann machen wir bitte eine Pro auf Vehikel. Ja, einfach. Dass ich da nicht drin bin? Bin ich noch auf dem Dach? Ja, du bist auf dem Dach. Also er hält dich Nee, so er halb hat dich fest doch und hat dich so reingezogen. Ja. Gegen eine 3. Okay. Von 6. Es ist mir gerade so in den Rücken gezogen. Hast du 2. Hast du 3. Ich glaube, ich weiß endlich, wie du dich 4, fühlst. 5 und Die 6. gar kein Ja. Problem. Wirklich, als hätte er nie etwas anderes gemacht, lenkt Agent Buffalo das Auto und du hörst hinter dir ein Rums, aber du sprintest weiter. Mach du mal bitte eine Probe, ob du vielleicht The General schon einholen kannst. Ich habe Gegen, 5 was hat denn General? The General hat gegen eine 3. Eine 3. Unorthodox hier. 2 schwarze und die 3. schwarze. Du läufst hinter The General her. The General hat zu kämpfen, ist auf jeden Fall verletzt worden, als sie aus ihrem Auto rausgeworfen wurde. Du sprintest hinter The General her. Sie sieht dich im allerletzten Moment, doch du springst schon auf sie zu, nagelt sie auf dem Zug fest und sie liegt vor dir. Verdammt nochmal, ihr solltet mich nicht bekommen. Was, Ist okay. was willst du von mir? Wo ist Baron Blitz? Und was The General auf diese Frage antwortet und was in dem Zug passiert, was mit dem Auto, was auf dem Zug gelandet ist, passiert, sehen wir alles in der nächsten Folge, nächste Woche, hier bei Platonic Pals. Vielen Dank bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, ein Abo, abonniert die Glocke, aktiviert die Glocke. Kommentiert in der Glocke, welche Eiscremesorte euch am liebsten ist. Das, Mindestens 7 Worten. was Lotti Ja. gesagt hat. Und Hashtag Glocke. Hashtag Monty. Hashtag Gelbos Monty. Und wenn ihr noch mehr von solchen Abenteuern sehen wollt, dann unterstützt uns auch gerne auf Patreon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!